Herzlich willkommen zu unserem zweiten Adventsvideo. Ich lese euch heute ein Stück aus Lukas 2 vor. Jesus wird geboren. Teil 2 der Weihnachtsgeschichte. In der Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen, in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir möchten in dieser Adventszeit anhand von 5 kurzen Videos über die Weihnachtsgeschichte nachdenken. Und da wir die Hauptpersonen der Weihnachtsgeschichte gut kennen, durchs Krippenspiel oder durch die Pyramide, die sich in unserem Zimmer im Kreis dreht jedes Jahr, wollen wir dieses Jahr mal so auf die Statisten am Rand schauen. Die Leute, die vielleicht nicht so die Hauptrolle spielen, aber schauen, vielleicht können wir von ihnen was lernen. Mein Thema von heute ist Lernen vom Wirt. Der Wirt wird ja klassisch als harter Mann dargestellt. Er hat keinen Platz, schickt Josef und Maria weg, deswegen muss Jesus im Stall geboren werden. Die Bibel, die erzählt uns nichts Genaueres über den Stall. Vielleicht war es der Stall vom Wirt, vielleicht war es der Stall von dem anderen Bewohner von Bethlehem, auf jeden Fall von jemandem, der auch keinen Platz hatte in seinem Haus. Was ich daran spannend finde, es muss in Bethlehem einen Menschen gegeben haben, vielleicht war es ja der Wirt, der keinen Platz im Haus hatte und trotzdem die beiden nicht weggeschickt hat, sondern eine Möglichkeit gesucht hat, wo sie schlafen können. Und er hat den Stall angeboten. Das war das Beste, was er hatte. Derjenige hatte vielleicht wahrscheinlich Stress genauso im Alltag. Sein Haus war voll, vielleicht hatte er Besuch von Verwandten, die sich eingeladen haben, weil sie wegen der Volkszählung kommen mussten. Vielleicht hatte er einfach nur jede Menge Gäste. Und dann stehen die beiden vor der Tür, Josef und Maria. Doch er schickt sie nicht weg. Er sucht so lange, bis er eine Möglichkeit für die beiden findet. Und der Stall war in dem Moment das Beste, was er ihnen anbieten konnte. Der war warm, da gab's Stroh und sie hatten ein Dach über dem Kopf. Ich denke, den meisten Menschen geht's heute so wie dem Wirt. Wir haben keinen Platz, keine Zeit in unserem Leben. Am wenigsten für Gott. Unsere Tage, die sind vollgepackt mit Frühstück, mit Kinder in die Schule bringen, mit auf Arbeit gehen, wieder nach Hause kommen, kurz ausruhen, Nachrichten angucken und dann wieder ins Bett gehen. Wo ist der Platz, den wir im Alltag Gott zur Verfügung stellen können? Ich kenne viele Christen, die über Jahre lang den Gedanken mit sich rumtragen, es wäre gut, mal mehr in der Bibel zu lesen. Oder es wäre sinnvoll, einen festen Hauskreis zu haben. Aber die Realität ist, im Alltag gibt es wenig Platz für Gott. Der Wirt hatte dieselbe Situation. Sein Haus, das war überfüllt, aber er gab sich nicht zufrieden. Er suchte, bis er den Stall fand.
Und ich möchte euch einladen, dieser Geschichte genauso wie der Wirt zu sein, zu schauen, so lang zu suchen, bis wir Jesus einen festen Platz in unserem Leben geben können. Bis wir wirklich anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen, vielleicht ein bisschen mehr als nur die Losung. So lang dran zu bleiben, bis wir wirklich täglich die stille Zeit haben, in der wir zu Gott beten können. Die Geschichte von dem Wirt ermutigt uns dazu, nicht aufzugeben, sondern dass wir uns fragen, was ist der Stall in meinem Leben, den ich Jesus zur Verfügung stellen kann. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit.